Das hier ist einer der leckersten Rezepte Lateinamerikas und einer der besten Pulled Beef Rezepten überhaupt. Unglaublich zart und mega saftig. Ich zeige dir, wie man Ropa Vieja so richtig authentisch kubanisch zaubert. Für dieses Rezept ist das Fleischstück sowas von entscheidend, denn die perfekte Balance zwischen mageres Fleisch und Fett wird benötigt. In Kuba schwört man auf Kronfleisch hierfür, aber ich weiß, Skirtsteak ist hier nicht immer leicht zu finden. Macht dir aber deswegen keinen Kopf. Rindernacken ist auch eine super Alternative und bringt ebenso viel Geschmack auf den Teller. Hier habe ich um die 1,8 Kilo Skirtsteak in grobe Stücke geschnitten. Viele schwören drauf, zuerst das Fleisch scharf anzubraten wegen den Röstaromen, aber wisst ihr was? In Kuba lassen die meisten das einfach weg und ehrlich gesagt, bei diesem Rezept kann ich persönlich keinen Unterschied schmecken. Nachdem das Fleisch mit Wasser bedeckt ist, kommen 2 Lorbeerblätter, eine geviertelte Zwiebel und eine Knoblauchzehe dazu. Jetzt noch 10 Pimentkörner für das Gebisse extra und ein gestrichener Esslöffel Salz rundet das Ganze ab. Mann, fast hätte ich's vergessen. Eine Karotte. Die wollte ich ursprünglich mit den anderen Zutaten reinwerfen, aber ups, das habe ich verpennt. Wenn das Wasser dann richtig schön blubbert, wirst du merken, dass sich ein bräunlicher Schaum an der Oberfläche bildet. Den Schaum musst du mit einer Schaumkehle abschöpfen, damit die Brühe klar bleibt. Und jetzt lass einfach das Ganze bei mittlerer Hitze köcheln. Ungefähr nach einer Stunde kannst du das Fleisch aus der Brühe rausholen und es beiseite legen. Die Brühe lässt du aber bitte auf dem Herd, damit sie weiter einkocht und richtig schön dickflüssig wird, bis du eine schöne aromatische Brühe hast, die später die Basis für unsere Soße wird. Während die Brühe vor sich hin köchelt, hast du Zeit, das Fleisch in zarte, mundgerechte Stücke zu zerpflücken. Und wenn du damit fertig bist, kannst du einen großzügigen Schuss Öl, etwa 2 bis 3 Esslöffel, bei mittlerer Hitze in die Pfanne geben. Dann kommen 2 große, klein gewürfelte weiße Zwiebeln dazu und wir lassen sie brutzeln, bis sie so glasig sind, dass man durchschauen könnte. Ein kleiner Tipp: Mit einer Prise Salz bringst du die Zwiebeln so richtig zum Schwitzen und sie werden schneller weich. Knoblauch darf natürlich nicht fehlen und hier bitte keine falsche Bescheidenheit. Ich habe etwa 5 klein gehackte Zehen dazugegeben, aber wenn du richtig auf Knobi stehst, gibt's keine Grenzen, oder? Hier habe ich etwa 3 in Streifen geschnittene Paprikas und was ich sehr gerne mache, ist erstmals nur die Hälfte zur Party zu schicken. Die andere Hälfte hebe ich für später auf, denn ein bisschen Crunch am Ende schadet nie. Wir lassen natürlich die Paprikastreifen erstmal sich ein bisschen entspannen und danach kommen wir zu den Gewürzen. Ein Teelöffel Kreuzkümmel gibt dem Ganzen diesen unverkennbaren lateinamerikanischen Touch. Dazu geben wir ebenfalls einen Teelöffel Oregano und jetzt der Clou: geräucherte Paprika. Das ist zwar nicht traditionell, aber ich finde die rauchige Note eine unwiderstehliche Ergänzung. Probier es aus, du wirst es auf gar keinen Fall bereuen. Nun lassen wir die Gewürze in der Pfanne ein bisschen anrösten, damit sich die Aromen im Öl entfalten können. Das nennt man auf Spanisch Sofrito. Okay, wir starten mit dem Fleisch. Wir geben es in der Pfanne dazu und nachdem wir alles gut vermengt haben, kippen wir eine Packung passierte Tomaten drauf, etwa 500 Milliliter. Aber bevor wir weitermachen, habe ich eine kleine Bitte an dich. Wenn dir das Rezept bis jetzt gefallen hat, lass mir bitte einen Daumen nach oben. Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Als nächstes kommt eine halbe Tasse trockener Weißwein dazu, der Soße eine angenehme Säure verpasst. In Kuba wird für viele Gerichte traditionell den kubanischen Vino Seco verwendet. Der kubanische Vino Seco ist ein trockener, goldener Kochwein, der den Gerichten eine charakteristische und leckere, leicht herbe und säuerliche Note verleiht. Wenn du aber keinen kubanischen Vino Seco findest, kannst du ihn problemlos durch trockenen Weißwein ersetzen. Ein Pinot Grigio eignet sich beispielsweise hervorragend als Ersatz. Als nächstes gibst du etwa eine Tasse von unserer leckeren Brühe dazu. Die Brühe ist schön eingedickt und richtig lecker. Das gibt dem Ganzen eine kräftige Basis. Ein Esslöffel Essig bringt ein zusätzliches bissiges Aroma und betont die säuerliche Note der Tomaten. Dazu sorgt etwa ein gestrichener Esslöffel Zucker für eine schöne Balance. Keine Sorge, das wird nicht süß, sondern verbindet sich perfekt mit den anderen Zutaten. Anschließend kannst du das Ganze nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Lass nun die Soße jetzt richtig schön einkochen, bis sie dick und cremig wird.
Wenn du es etwas flüssiger magst, kannst du natürlich früher aufhören. Aber ich stehe drauf, wenn die Soße so dick ist, dass sie fast am Löffel klebt. Kurz vor Schluss, so etwa 15 Minuten vorher, kommt der Rest der Paprika rein, damit sie noch ein bisschen Biss haben. Das sorgt nicht nur für eine gute Textur, sondern auch für schöne Farbhighlights. Gleich daraufhin kannst du optional einen Esslöffel Dill hinzufügen. Das ist zwar nicht traditionell, aber es verleiht dem Gericht eine frische Note, die ich persönlich liebe. Nachdem diese letzten Zutaten ein bisschen Zeit hatten, um sich zu integrieren, kommt der Teil, in dem du ein bisschen Geduld brauchst. Lass deine Ropa Vieja noch ein bisschen ziehen, damit die Aromen sich weiter entfalten können. In der Zeit kannst du zum Beispiel die Beilagen zubereiten. Deine Ropa Vieja servierst du am besten mit weißem Reis und ein paar frittierten